5. Februar 2023, der 3. Tag auf der Werft und ich starte die Uhr. Ja, bevor es losgeht, habe ich erstmal noch was vorbereitet. Ich möchte natürlich wissen, ob es wirklich 9090 Teile sind, die hier verbaut werden bei der Titanic, so wie es in der Beschreibung steht. Und deswegen habe ich hier mal eine kleine Übersicht vorbereitet und habe gestern mal nachgezählt. In den Tüten mit der Nummer 1 sind bisher 190 Teile verbaut worden. Tüte Nummer 2 237 und Tüten Nummer 5 229. Ja, und während ich jetzt dann weiterbauen werde in den nächsten Tagen, Wochen, werde ich direkt immer mitzählen, wie viele Teile aus den jeweiligen Tüten verbaut werden. Mal sehen, ob wir am Schluss wirklich auf 9090 kommen. Lassen wir uns überraschen. So, bevor es aber jetzt gleich weitergeht mit unserer Lego Titanic, mit dem eigentlichen Bau, möchte ich jetzt erstmal auf was anderes zurückkommen, nämlich auf die Beleuchtungskits. Ich habe ja in erster Linie mir hier dieses Game of Bricks gekauft, beziehungsweise das habe ich vorgesehen für die gesamte Beleuchtung der Titanic, weil es bei diesem Beleuchtungskit, wie gesagt, auch möglich ist, dass die Bullaugen beleuchtet sind, was sehr schön aussieht. Das Beleuchtungskit von Brickshine, das ist auch ganz gut, soweit. Das hat nämlich noch den großen Vorteil, hier sind nämlich noch Dampfelemente dabei, also dass man die Schornsteine oben dampfen lassen kann. Und deswegen will ich ja diese 4 Dampfelemente aus diesem Beleuchtungskit mit dem anderen kombinieren. Das ist die eine Sache. Und dann ist mir gestern noch was eingefallen. Es gibt noch ein drittes Beleuchtungskit von Light My Bricks. Und was dort ganz schön ist, das sind hier bei diesem Kesselraum, den man ja sieht, wenn man die Titanic auseinander klappt, die 3 Teile, das sind ja hier unten diese orangefarbenen kleinen klaren Steinchen drin. Und bei diesem Beleuchtungskit von Light My Bricks sind diese beleuchtet, dass das so aussieht, als wäre hier wirklich Feuer drin. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das möchte ich auch machen. Und da bietet sich hier wieder mein zweites Beleuchtungskit an, Brickshine. Da sind nämlich 4 Einzel-LEDs dabei, die eigentlich dafür gedacht sind, oben in den Schornsteinen das Ganze zu beleuchten, also da, wo der Dampf rauskommt. Aber das finde ich vollkommen überflüssig und das gab es ja auch bei der Titanic nicht. Deswegen nehme ich diese 4 Einzel-LEDs, die hier für die Schornsteine gedacht sind, und verbaue die jetzt hier in die 4 Kessel. 3 der Kessel habe ich bereits mit den LEDs versehen. Diesen hier, diesen und diesen. Es fehlt noch dieser hier. Und dazu jetzt mal hier den Teil weg. Das Kabel hier hinten wieder rausziehen. So, die Abdeckung nach oben. Und hier haben wir unseren Kessel. Da entfernen wir die Abdeckung, holen das Innere heraus. Das ist dann dieser kleine blaue Stein mit den durchsichtigen orangefarbenen Steinchen. Sieht aus wie ein kleines Häuschen mit einem orangefarbenen Dach. Und eins davon entferne ich schon mal. Benutzt habe ich aus dem Beleuchtungskit von Brickshine diese 4 hier, Bitlights 30 cm wide, die wie gesagt ich nicht benötige, da ich den Dampf oben in den Schornsteinen nicht beleuchten möchte. Das gab es ja bei der Original Titanic auch nicht. Ja, das hier ist das LED mit dem Kabel und dem Stecker. Ja, wie man vielleicht sieht oder auch vielleicht auch nicht sieht, sehr, sehr klein das Ganze. Ich versuche mal, das LED in die Kamera zu halten. Ich weiß nicht, ich
ob die Kamera das dann auch irgendwann mal scharf bekommt. Mal abwarten. Ja, es sieht nicht danach aus. Gut, vielleicht kann man es trotzdem erkennen. Diese kleine gelbe Fläche, das ist das eigentliche LED. Ja, das Ganze setzt man dann hier auf den Noppen drauf und mit dem orangefarbenen Steinchen dann etwas fixieren. Natürlich nicht ganz nach unten drücken, weil das Kabel benötigt natürlich etwas Platz, um dann rausgeführt zu werden. Es reicht aber natürlich auch vollkommen aus, wenn das Ganze etwas angedrückt wird und damit das LED bzw. das Kabel fixiert ist. Dann das Ganze zurück hier in unseren Kessel. Das Kabel nach oben wegführen, also auf der anderen Seite von den orangefarbenen Steinchen. Auch hier mit der Abdeckung fixieren, das funktioniert auch ohne Probleme, auch wenn hier etwas Luft dazwischen ist, davon sieht man dann anschließend nichts mehr. Ja, hier kann man jetzt wunderbar, als ob Lego das schon so geplant hätte. Hier sind zwei Lücken, da kann man dann das Kabel von den jeweiligen Kesseln rausführen. Also hier mal den Legostein weg, die Abdeckung, und dann das Kabel hier von unten durchführen. Und mit dem Legostein wieder fixieren. Dann den Kessel wieder drauf. Darauf achten, dass er richtig herum ist, dass die orangefarbenen Steinchen unten sind, dass es vor allem bei allen 4 Kesseln natürlich auch gleich ist. Und das Kabel, was jetzt hier nach oben weggeht, das sieht man dann auch wunderbar nicht mehr, sobald hier die Abdeckung wieder nach unten geklappt wurde. Jetzt können wir das Ganze wieder einbauen. Die Kabel hier nach hinten rausführen und das Ganze hier befestigen. Von vorne ist jetzt hier absolut nichts mehr zu sehen von der Verkabelung. Die haben wir hier hinten. Die 4 Kabel oder Käbelchen werden dann angeschlossen an einem solchen Expansion Board. Diese Expansion Boards, Mehrfachstecker, die sind natürlich dabei bei diesem Beleuchtungskit. Ich zeige die gerade mal. Eine ganze Tüte davon in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt ein 6er genommen. 5er gibt es leider nicht. 5 wäre das Minimum, was ich ja brauche oder was ich genau brauche. 4 Anschlüsse für die 4 LEDs von den Kesseln. Und dann natürlich noch ein Anschluss, um das Ganze mit der restlichen Verkabelung zu verbinden. So, 2 sind natürlich schon dran. Jetzt muss ich auch die anderen beiden wieder anschließen. Das heißt wieder. Das eine wieder, das andere ist jetzt ja neu dazugekommen. Ist etwas fummelig, die Stecker, wie man vielleicht sehen kann, sind nicht wirklich groß. So, darauf achten, dass die natürlich auch richtig rum, die passen auch nur in eine Richtung rein.
Bei dem Beleuchtungskit ist dann auch ein passender Anschluss für USB dabei, also ein USB-Stecker mit einem wiederum von diesen kleinen dünnen Käbelchen. Das verbinde ich jetzt mit dem Expansion Board. So, und den USB-Stecker, der kommt natürlich an einen USB-Anschluss dran. Habe ich hier schon vorbereitet, hängt an meinem Tablet. Das Ganze dann hier mit dem USB verbinden und die Kessel leuchten. Sieht ganz schön aus und wenn man sich das Ganze dann auch noch im Dunkeln vorstellt, mit Sicherheit auch sehr schick. Das Ganze jetzt hier mit Licht, als ob die Kessel wirklich mit Feuer versehen wären. Jetzt geht's weiter mit den nächsten Lego-Teilen. Im Buch so kommen wir jetzt zu den Tüten mit der Nummer 6. Hier kommt jetzt die nächste Ebene drauf auf unsere bereits bestehende. Papier und Bleistift liegen bereit, um jetzt direkt mitzuzählen, wie viel jeweils in den Tüten drin sind. Hier sind die Tüten Nummer 6. Die Schere ist nicht da. Egal. Wir haben noch ein Messer. So, diesmal ist in der großen Tüte nur eine Tüte drin mit weiteren kleinen Teilen. Da ist alles und los geht's. Ich notiere direkt mal, wie viele Steine hier auf dieser Seite sind. 2, 4, 6, 8, 14, 16. So, was brauchen wir? Zwei hiervon, 3 davon. Ja, ich hoffe, man kann trotzdem heute auch alles gut sehen wieder. Das Licht ist heute nicht ganz so toll. Ich sitze zwar direkt unterm Fenster, aber es regnet. Gestern war strahlender Sonnenschein. Heute ist es mal nicht ganz so toll. Ich hoffe dennoch, dass man es einigermaßen gut erkennen kann.
Was man hier übrigens schon den ersten Teil sieht, das ist die große Freitreppe, die über mehrere Decks geht und die wird jetzt hier Ebene für Ebene auch abgebildet. Hier haben wir den Swimmingpool, hier drüben weiß ich jetzt gerade nicht genau, welcher Raum das ist, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal die untere Ebene der großen Freitreppe. Eins zu weit. Okay, sieht man das auch mit dem Brick? Nee. Höchstens mit dem hier. Testen. Jawohl. Funktioniert echt gut.
dieses Mal wieder von den Kleinteilen einige zu viel. Da haben wir aber kein Problem damit. So. Ja, Section 2 sieht dann aktuell so aus. Man sieht jetzt hier schon schön Kesselraum, Schwimmbad, die große Freitreppe und ja, hier Salons, Speisesäle, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das Ganze doch schon mal ganz schick aus. Gut. Bei den Tüten 7 geht es dann jetzt hier mit der nächsten Ebene weiter, beziehungsweise da kommen jetzt die Bullaugen und wie schon bisher auch gesagt, die möchte ich ja ganz am Schluss dann erst, wenn die Titanic in der gesamten Länge bereits quasi die unteren Ebenen fertig sind, um dann auch gleich die einzelnen LEDs für die Bullaugen mit gleich einzubauen im Gesamten. Und damit, ich setze es hier mal zusammen, sieht der Bug aktuell so aus. So langsam nimmt das Ganze Gestalt an und man kann jetzt auch schon ein bisschen die Dimension etwas eher erahnen. Das ist jetzt das vordere Drittel der Bug. Das heißt, das gleiche von der Länge her kommt jetzt nochmal für die Mitte und nochmal fürs Heck. Ja, das wird doch ein etwas größeres Lego-Modell. Ja, mit 7 kann ich jetzt hier nicht weitermachen. Genauso wenig dann mit 8 und den weiteren Aufbauten. Also hin bis zu 12 bedeutet, mit der ersten Box bin ich damit jetzt soweit erstmal durch. Es geht jetzt also erstmal weiter mit der zweiten Box, um den Mittelteil so weit zu bauen, dass er ebenmäßig gleich ist hier mit dem Bug, also bis quasi die Bullaugen dran kämen. Also dieses Buch kommt damit erstmal beiseite. Und auch hier der Bug kommt erstmal jetzt beiseite. Den tue ich mal nach hinten auf den anderen Tisch. Dann trinken wir erstmal was. Und wenden uns der zweiten Box zu, das Mittelteil. Ja, Messer ist jetzt hier auch ein bisschen besser geeignet für die Klebestreifen als die Schere. So. Ich habe das Gefühl, da sind noch mehr drin als in der 1er Box. Ja, es dürften deutlich mehr sein, wenn ich mir die Nummern der Tüten anschaue. Da habe ich schon mal die Nummer 27. In der ersten Box gingen die Tüten bis Nummer 12. Also ich glaube im Mittelteil, das sind wohl die meisten. Okay, jetzt erstmal durchschauen, ob alle Tüten da sind. Da ist schon mal das Buch, das lege ich beiseite. Und jetzt erstmal alle Tüten durchgucken. Und ich lege die auch gleich nach hinten auf den Tisch. Muss dann da hinten natürlich aufpassen, dass das nicht durcheinander kommt mit der 1er, mit den Tüten der 1er Box.
Nachdem ich jetzt alle Tüten durch habe, ist jetzt schon mal die Erkenntnis gewonnen, es sind nicht mehr Tüten als in der Box 1, weil in der Box 2 geht es mit der Tüte 13 weiter, also direkt anschließend an Box 12. Ja gut, ein paar mehr Tüten sind es dann schon, also von 13 bis 28 sind dann also 5 bis 16 Tüten, wobei die 13 schon 2 Tüten sind und auch die 21 sind 2 Tüten, habe ich gesehen. Also es ist auf jeden Fall mehr als im Bugteil, also in der Box 1. Aber das Schöne ist, dadurch, dass die Nummern fortlaufend sind, ist es jetzt auch vollkommen egal, wie die Tüten hinten auf dem Tisch liegen. Ich kann sie nicht durcheinander bringen, weil die Nummern ja jede einmalig ist. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch mit Nummer 13 direkt losgeht. Dazu. So. Die Addition mache ich später. Auf jeden Fall ab hier Box 2. Die Tüte 13. Zack. So. Book Nummer 2. Ja, auch hier wieder einleitend ein paar Bilder von der Original Titanic, eine kurze Beschreibung. Das Ganze für 833 erste Klasse Passagiere. Es gab ein Gymnasium, also ein Sportraum, ein Trainingsraum, ein Squash Court, also Tennisplatz, Swimmingpool, Bibliothek, exquisite Restaurants und Kabinen, ja, und natürlich die große Treppe, die man ja hier auch schön nochmal auf dem Bild sieht. Die haben wir ja schon gebaut, zumindest die ersten Ebenen im ersten Teil in der Box 1, die über 7 Decks geht. Es waren jetzt, glaube ich, 4 Decks, die ich bereits gebaut habe bezüglich der Treppe. So, auch hier ist jetzt auch nochmal ein Brick Separator dabei, keine Ahnung. Okay, hier ist mal ein Bild, ein bisschen auf alt getrimmt von denjenigen bei Lego, die die Titanic designt haben, die sich das Ganze ausgedacht haben und das Ganze im Stil der 1920er Jahre, 1910er Jahre, zu dem Zeitpunkt, als auch die Original Titanic gebaut wurde. Ja, Senior Model Coach Torben Kitte Skoff. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Design Master Mike Psiaki und Senior Building Instruction Specialist Martin Hoyenholm-Buch. Das ist auf jeden Fall ein skandinavischer Name. Ich tippe mal auf Dänisch. Okay. Brick Separator. Da ist tatsächlich nochmal einer mit drin. Werde ich wohl nicht brauchen. Ich habe ja den noch aus der ersten Box. Okay. Ja, dann hat man hier einen kleinen Überblick, welche Tüten für was. Auch das Mittelteil ist wieder in mehrere Sektionen unterteilt, wie man hier schön sehen kann. Und ich gehe mal davon aus, es geht los mit den Tüten Nummer 13. Section 3, Funnel and Main Cabins, also Funnel der Schornstein, das ist jetzt der zweite Schornstein. Und die Hauptkabinen, das ist jetzt das nächste, was ansteht.
Ja, was wird noch zu sehen sein? Dann an der Schnittkante Kohlenbunker in den unteren Decks. Verschiedene Kabinen von verschiedenen Klassen, 1., 2., 3. Ja, dann legen wir doch mal los. Loch hier unten, wie auch schon im ersten Teil, da gehe ich mal stark davon aus, dass das dafür ist, um dann den Ständer, diese Träger zu befestigen, auf denen die Titanic dann draufsteht.
war's. Diesmal nicht ganz so viel an zusätzlichen Steinchen. Ein kleiner grauer Einser flach, aber egal. Wie immer besser zu viel, wenn es nur eins ist, als so ein kleiner zu wenig. Gut, das war die unterste Ebene oder ist die unterste Ebene von Sektion 3. Man sieht hier einen Blick in die Kohlebunker und als nächstes käme dann Tüte 14, aber nicht mehr heute. Für heute ist erstmal wieder Schluss. Ich werde jetzt gleich noch hier die beiden aufaddieren und in meiner Schautafel ergänzen. Ansonsten geht es dann beim nächsten Mal weiter mit den Tüten Nummer 14 der zweiten Ebene hier von Sektion 3. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns wieder.